Wir haben jetzt aber großes Problem. Man sieht hier bereits, hier könnten uns Pakete entgegenkommen. Also, wir sind jetzt gerade aus dem Meeting rausgekommen und unser Offload wird heute aufgelöst. Hallöchen, ich bin die Juliane. Ich bin eine der vielen Studenten hier bei uns bei DHL am Drehkreuz in Leipzig. Und ich nehme dich heute mit zu einer Nachtschicht von Freitag auf Samstag. Und ja, wir sehen uns gleich. Hallöchen, hier bin ich wieder. Es ist schon mittlerweile ein bisschen dunkler geworden, wie man vielleicht erkennen kann. Die Nachtschicht beginnt bald. Ich bin hier mit dem Auto angekommen. Ich habe auch das Glück, dass ich eine Fahrgemeinschaft habe mit meinem Kollegen. Da wechseln wir uns jede Woche ab. Man kann über unsere App auch Fahrgemeinschaften finden. Da kann man posten, von wo bis wo man fährt und ob jemand vielleicht mitkommen möchte. Man kann aber hier zum Hub auch mit dem Zug ganz entspannt kommen, sowohl von Leipzig als auch von Halle aus. Und von dort holt einem sogar ein Bus ab und fährt einen dann hier zum Hub. Aber gut, schauen wir doch erstmal rein ins Hub selber und schauen, wo ich arbeite. So, Hallöchen, da bin ich wieder. Ich bin durch den Security-Check gegangen. Es hat ein bisschen gedauert, weil jetzt ist gerade Einstechzeit und alle anderen Kollegen kommen natürlich auch an. Wie man vielleicht hier im Hintergrund sehen kann, wo die ganzen Kollegen stehen, kann man seine Sachen abstellen und kann sich wichtige Sachen wie die Weste zum Beispiel anziehen. Weil Arbeitsschutz wird halt groß geschrieben und ist sehr wichtig. Und zum Thema Arbeitsschutz habe ich jetzt nämlich auch noch was Interessantes, und zwar meine Handschuhe sind leider nicht mehr ganz richtig, weshalb wir jetzt gleich in den Equipmentraum gehen werden. Also man kann hier sehen, die sind schon ziemlich abgenutzt an einigen Stellen und sind somit nicht mehr wirklich arbeitsfähig. Das heißt, wir gehen die jetzt umtauschen und ich nehme euch dafür mit. So. Hallöchen, ich müsste meine Handschuhe austauschen. Das ist die Größe 8. Klar, kein Problem, bitteschön. Supi, vielen Dank. Die schmeiße ich dann weg, ne? Klar, ne? Gut, dankeschön. Tschüss. So, wir haben jetzt die Handschuhe ausgetauscht. Waren sehr hilfsbereit, die Menschen, die Leutchen dort, die dort arbeiten. Und wir sind jetzt auf jeden Fall auf dem Weg zu meinem Offload, zu meinem Arbeitsbereich. Hier sehen wir auf der rechten Seite die Straße, also da, wo die ganzen Autos langfahren. Dort darf man auch nicht laufen, deswegen es gibt nur diese Fußwege. Ich arbeite im Offload. Das heißt, ich bekomme die ganzen Container von den Flugzeugen, die bereits gelandet sind, und darf die dann ausladen und darf mich mit denen dann begnügen. So, Hallöchen, ich bin jetzt an meinem Arbeitsplatz angekommen, hier im Offload 2.2. Bevor ich aber mit der Arbeit anfangen kann, gibt es doch bestimmte Sicherheitsvorkehrungen, die ich treffen muss. Unter anderem ist das die gut sichtbare Arbeitsschutzweste. Außerdem haben wir noch S3 Sicherheitsschuhe mit vorne einer harten Kuppe. Und außerdem, was noch wichtig ist, ist eine Hartplastikkappe. Was auch noch wichtig ist, ist unter anderem die Handschuhe, die ihr vorne gesehen habt, die ich bereits ausgetauscht habe, die Arbeitsschutzhandschuhe. Da wir jetzt wisst, was alles wichtig ist, können wir mit der Arbeit anfangen. Okay, so, wir sind jetzt auf dem Weg. Hallöchen! Wir sind jetzt auf dem Weg zum Team-Meeting. Das ist so eine Besprechung. Ja, wie könnte man ein Team-Meeting denn beschreiben? Ja, wo wir reden darüber, wie das Tagesgeschäft ist, also wie viele Pakete wir den Tag über haben, was vielleicht Safety-Tipps sind, was wir noch nicht wussten. Und wir reden, ob wir irgendwelche Probleme haben, ob die Mitarbeiter irgendwelche Probleme haben, die wir in Zukunft verbessern können. Und das ist allgemein eigentlich das Team-Meeting. Also, wir sind jetzt gerade aus dem Meeting rausgekommen und unser Offload wird heute aufgelöst. Das bedeutet, wir sind zu wenig heute. Wir sind heute bis 14 Personen, die bei uns im Workout sind. Und das reicht nicht. Wir sind auf jeden Fall heute zu wenig. Das heißt, wir gehen heute jetzt auf Block 1. Hoffentlich. Verlegbar und dann Genau. sehen wir, wie es dann. Let's go. Ja. So, wir haben jetzt hier beziehungsweise den Arbeitsplatz von mir als Studentin im Offload auf der Koi-Seite, also kleine Pakete. Und hier haben wir jetzt einen Flugzeugfrachtcontainer, auch in unserem Jargon UAD genannt. Der wird uns von den Leuten auf den Deck hierher gebracht, damit wir den dann ausladen können und aufs Band haben können. Normalerweise wird er uns bereits offen hingestellt. Wir haben jetzt aber großes Problem,
Man sieht hier bereits, hier könnten uns Pakete entgegenkommen. Im Fachjargon würde man sagen, der UED ist schwanger. Und genau deswegen haben sie das unterste noch zugelassen. Das heißt, wir machen es jetzt zusammen auf und schauen einfach mal, ob uns da jetzt was entgegenkommt oder nicht. Und dann rollen wir den ganz normal aus, wenn man das so macht. Also kommt mal ruhig ein bisschen näher. So. Gucken, es sieht noch gut aus. So, jetzt hängt das hier ein bisschen. So. Fast geschafft. Jetzt hängt es halt nur noch hier oben. Also wir haben Glück gehabt, obwohl es ein bisschen gefährlich aussieht. Alle Pakete sind sicher verstaut. Jetzt können wir hier drüben noch das Seil nehmen und dann hier hinten einmal festmachen, damit uns das nicht beim Weg hält. Jetzt, wo der Container offen ist, können wir ihn dann auch ausladen. So, wie ihr gerade gesehen habt im Zeitraffer, Eike und ich, wir haben das jetzt alles ausgerollt. Das Einzige, was noch drin sind Paletten. Das heißt also, was wir jetzt machen, wir drücken hier drüben auf den Knopf. Wäre der UED komplett leer, wenn wir den schwarzen drücken, da aber noch was drin ist und der rüber muss, drücken wir den blauen. Und wenn du mal hier jetzt guckst, leuchtet da jetzt eine Lampe, um zu signalisieren, dass wir fertig sind. Das heißt, die Leute auf dem Deck können das jetzt sehen und holen dann jetzt gleich, wie man jetzt hier gerade sieht, den UED ab und stellen ihn dann drüber auf die andere Seite für die Staplerfahrer. Und wir kriegen jetzt im Bestfall alle neuen, damit wir dann weiterarbeiten können. Der Kollege hier macht jetzt den UED zu, den leeren, nimmt diesen leeren UED jetzt und zieht den einmal nach draußen auf das Deck. Hallöchen! Hallöchen, du bist der? Ich bin der Jan. Und du bist? Mona. Und was macht ihr hier? Was seid ihr? Seid Campus Scouts? Was ist das? Wir sind die Campus Scouts und wir sind mit zuständig für die Studierenden bzw. für alle Leute, die unter 20 Stunden die Woche arbeiten. Also ich kann auch selber empfehlen, also Jan und Mona sind super Leute, die kommen auch ab und zu mal vorbei während der Schicht und fragen, ob es den Studenten auch gut geht. Ihr macht auch kurz nachdem ein paar Wochen nachdem man hier angefangen hat, so eine Befragung. Stimmt das? Worum geht's da? Genau, also tatsächlich haben wir das gerade eben auch gemacht, da kommen wir gerade so ein bisschen her. Das ist einfach eine Befragung, ist ein kleines Interview. Genau, da gehen wir einfach zu den Studis in den Bereich, schauen halt, wie es einfach gelaufen ist am Anfang, ob ihr gut angekommen seid, gut am Bereich angekommen seid, ob ihr praktisch und theoretisch angemessen ausgebildet wurdet. Genau, geht aber auch einfach nochmal ein bisschen darum, uns auch nochmal so ein bisschen präsenter zu zeigen und da den Kontakt auch einfach nochmal herzustellen am Ende. Genau. Das hat ja auch ganz gut geklappt. Wir sind ja heute auch wieder mit hier. Okay, gut, danke schön. Ich glaube, das war's schon mit meinen Fragen. Wir sitzen jetzt hier beim Gürtelbinden, da wir ja bald verschoben werden auf ein weiteres Offload, aber noch nicht wissen, wohin. Ich bin ja Student hier. Ich habe ja 7 Stunden bloß in der Woche, die ich hier bin in der Nachtschicht. Gibt es denn theoretisch noch was du sonst machen kannst? Weil ich könnte ja zum Beispiel auch ins Reload, also da, wo man die Container wieder einlädt. Könntest du das auch machen? Reload könnte ich auch. Ich habe ein Training dazu gemacht, ganz am Anfang. Offload hat mir mehr Spaß gemacht, bin ich ganz ehrlich. Ich war auch schon im Repack. Repack ist quasi bei uns, da werden die Pakete neu verpackt. Und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Da vergeht die Zeit sehr schnell. Und die Kollegen da waren halt auch einfach herrlich. Die waren alle so gechillt drauf und haben trotzdem die ganze Zeit Power gearbeitet. Das war Wahnsinn. So, wir haben noch Arbeit reinbekommen und haben noch ein paar UEDs ausgeladen. Jetzt ist aber wirklich Schluss bei uns gerade auf dem Offload 2.2. Das heißt also, wir gehen jetzt wirklich auf den Offload 1.1 und schauen mal, was es dort an der Arbeit auf uns wartet. Bis dann! Hier die Arbeit beim Offload 1 ist vor allen Dingen für eine Sache bekannt, und zwar nämlich die Säcke, auch in unserem Jargon Bags genannt, Englisch. Das
Offload 1 hat nämlich die Möglichkeit, durch bestimmte Laufbänder diese Säcke gleich dorthin zu bringen, wo sie eigentlich hingehören. Das heißt, die ersten beiden Plätze hier an diesem Offload 1 werden hauptsächlich dafür genutzt, Container mit Säcken auszuleeren. Das kann aber manchmal sehr anstrengend sein und vor allen Dingen auch sehr lange dauern. So, jetzt sind wir hier beim Offload 1 wieder angekommen. Wie man sieht, es ist wirklich wenig los. Wir haben es also fast für heute geschafft. Während bei uns im Offload 2 schon alles fast vorbei ist, also ein paar Personen arbeiten noch, läuft es aber im Reload noch weiter. Das heißt, alle Pakete, die jetzt die Maschine hochfahren, werden noch weiter sortiert und kommen hier unten wieder raus und die müssen natürlich wieder verladen werden, damit die heute noch weitergeschickt werden können. Das ist ja das Krasse am DHL Hub Leipzig. Das passiert alles, während du eigentlich schläfst. Wie ihr auch hier bei den ganzen Aufnahmen erkennen könnt, es ist hier langsam tote Hose. Wir haben noch an einigen Offloads Leute stehen, zum Beispiel da hinten. Aber der Großteil der Arbeit ist heute geschafft. Das heißt also, ich kann mich jetzt fast schon gleich bald auf den Feierabend freuen. Genau, der Großteil meiner Kollegen ist bereits weg. Das heißt, bei denen kann ich mich heute leider nicht mehr verabschieden, dadurch, dass wir auch aufgeteilt worden sind. Aber na gut, das ist manchmal so. Man muss halt auch den anderen Teams hier unterstützen, vor allen Dingen, wenn man mal ein bisschen knapper fällt. So ist es hier bei der DHL, man hilft sich gegenseitig. Ich bin jetzt durch mit meiner Schicht. Wir haben es jetzt kurz nach 5. Jetzt geht es nur noch zum Auto und dann ab nach Hause. Und dann ist auch gut für heute. So, Hallöchen. Es ist mittlerweile kurz nach 6. Ich habe meinen Kollegen bei ihm zu Hause abgesetzt. Nächste Woche holt er mich ab und setzt mich dann ab. Ich bin jetzt mittlerweile auch nach Hause gefahren. Ich habe jetzt geparkt und stehe jetzt hier. Das heißt, jetzt noch einmal schön duschen. Man hätte auch vor Ort bei DHL duschen können, aber ich mache es lieber zu Hause. Noch ein Happen essen und dann ab ins Bettchen für mich. Jedenfalls, ich hoffe, euch hat heute der Einblick auf meine Arbeit gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch vielleicht was beibringen, vielleicht auch irgendwas Interessantes zeigen. Und wenn ihr mich jemals auf Arbeit sehen solltet, grüßt mich gerne. Ich bin hier, ich bin da, noch eine ganze Weile. Genau, und ich freue mich, euch in der Zukunft mal zu sehen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Morgen, Abend, Tag, wann auch immer ihr das Video schaut. Auf Wiedersehen. Bewirb dich jetzt bei anpacken-dhl.de und werde Teil eines Teams.